Geht es nach dem Angebot im Netz, könnte eigentlich jeder einen Coach gebrauchen. Vom Erfolg im Beruf über den passenden Partner bis hin zum großen Geld, alles scheint drin zu sein. Ich liebe alles, was ich im Leben machen darf. Nicht, was ich machen muss. Die Superstars der Szene verdienen viel Geld mit ihren Auftritten und Kursen unter dem Motto „Ich hab's geschafft". Das kann ich auch dir beibringen. Viele lassen sich von dem Glamour in dieser Werbung überzeugen. Aber was ist dran an den Versprechungen? Das, was wir hier sehen, ist eine Massenmotivations- und Suggestionsveranstaltung, die nichts zu tun hat eigentlich mit dem Coaching, was solide erforscht worden ist. Heidi Möller ist Professorin an der Uni Kassel. Sie forscht seit Jahren umfassend zum Thema Coaching. Das geht natürlich darum, dass man eine gute Diagnostik hat. Also ich muss sehr gut einschätzen können, wo steht jemand, was sind dessen Ressourcen, was sind die Ziele überhaupt realistisch hinzukriegen. All das braucht man und ich brauche vor allen Dingen ein großes methodisches Inventar, dass ich mich in vielen unterschiedlichen Schulen auskenne, sodass ich für die Person das Passende bereitstellen kann. Vor 20 Jahren boten in Deutschland kaum mehr als 5000 Personen ihre Dienste als Coaches an. Heute sind es weit über 50.000. Aber wie kann man seriöses von unseriösem Coaching unterscheiden? Ich würde jedem raten, orientieren Sie sich an den gängigen Berufsverbänden, fragen Sie nach den Ausbildungen, fragen Sie nach den persönlichen Qualitätssicherungen. Geht so ein Coach auch regelmäßig zum Beispiel zur Supervision und lässt sich von Kollegen auch nochmal in die Karten schauen. Wir als Berufsverbände kämpfen natürlich sehr darum, dass solche Menschen uns dieses wirklich seriöse Geschäft nicht kaputt machen. Während ein Life-Coach sich vor allem mit dem privaten Lebensglück des Klienten befasst, steht beim Business-Coach die Karriere im Vordergrund. Business Coaching wird zu 2/3 über die Firmen vermittelt und da sitzen sehr kompetente Personalentwicklerinnen inzwischen, die auch für Qualität sorgen. Die wirken wie so Gatekeeper, die achten darauf, dass die Menschen vernünftig ausgebildet sind und so weiter. Business Coaching wird in Organisationen und Unternehmen zunehmend nachgefragt und eingesetzt. Vor Jahren hat Jutta Kepper eine Ausbildung zum systemischen Coach gemacht, finanziert von ihrem Arbeitgeber. Es war für mich eine wirklich sehr wertvolle Ausbildung. Sie ging über 2 Jahre und es hat meinen wirklichen Blick auf Prozesse, auf Zusammenhänge in der Organisation geändert. Und es hat mich geprägt für meine weitere Arbeit. Auch Gudrun Mentel hat sich im Coaching ausbilden lassen, weil es sehr hilfreich ist für ihre selbstständige Arbeit als Beraterin. Ich habe eine Coaching-Ausbildung gesucht, die einerseits einen Schwerpunkt auf den Führungsthemen hatte. Das ist mir wichtig gewesen. Mir ist es wichtig gewesen, eine Fortbildung zu machen, die eine Zertifizierung hatte. Es gelingt mir aber vor allen Dingen durch die Ausbildung auch meine Kunden in ihren Stärken zu begleiten, also sie dort abzuholen, wo sie stehen. Jeder Mensch hat Erfahrung gemacht mit Führung. Und diese Führungserfahrung prägen. Und welche Faktoren beeinflussen die Wirksamkeit eines Coachings? Dass Coaching wirkt, ist inzwischen wirklich in vielen Studien, auch sogenannten Metastudien, belegt. Das wissen wir. Wir finden Veränderungen in der Selbstreflexion, wir finden bessere Führungskompetenz, wir finden auch vielleicht höhere Arbeitszufriedenheit. All diese Faktoren, weswegen Menschen mit arbeitsweltbezogenen Problemen, daraus kommt dieser Begriff, sich Unterstützung suchen, da finden wir eine große Sicherheit, dass das wirkt. Gibt es so eine Einordnung von, was kostet es mich? Der mittlere Coaching-Satz ist, glaube ich, im Moment bei 174 € pro Stunde. Wer einen Coach sucht, sollte sich zuvor fragen, wo stehe ich und warum will ich mich coachen lassen? Das sollte man sich auf jeden Fall fragen, denn, wir haben es ja gerade gehört, es ist nicht billig. Susanne Henkel, systemischer Coach und Coach-Ausbilderin aus Neu-Isenburg ist bei uns. Hallo. Hallo, schönen guten Abend. Sie können mich ja jetzt mal coachen in der Frage, woran erkenne ich denn einen seriösen Coach?
aufmerksam nachfragen oder nachsehen, checken, hat derjenige eine Website, ist auf der Website aufgeführt, ob er eine Ausbildung überhaupt gemacht hat und wo er die gemacht hat, wie umfangreich die war und ganz wichtig, würde ich mich Frau Professor Möller anschließen, überprüfen, ob er sich einem Berufsverband angeschlossen hat. Da gibt es aber viele Berufsverbände. Ist man immer seriös, wenn man irgendeinem davon angehört? Und was bringt das eben genau, dass man sich da registrieren hat lassen? Also ob das jetzt immer so ist, ich kenne jetzt nicht alle Einzelfälle, aber grundsätzlich ist es so, dass es in erster Linie egal ist, welcher Dachverband es ist. Hauptsache, derjenige hat überhaupt die Bereitschaft für diesen Schulterblick, für den Nachweis, wie er arbeitet, sich in die Karten gucken zu lassen, die angesprochene Supervision durchzuführen. Das ist ja schon ein Zeichen dafür, dass er sich seiner Sache sicher ist, dass er einen guten Job macht und dass er auch bereit ist, dass es jemand überprüft. Also man wird schon durchgecheckt auf verschiedene Kriterien, bevor man in so einem Verband aufgenommen wird. Trotzdem ist ja Coach kein geschützter Begriff. Es gibt aber so gewisse Ausbildungen, die eben viele Coaches gemacht haben. Klang eben im Beitrag bei der einen Dame schon an. Sie haben das auch gemacht. Sie sind auch systemischer Coach. Ja. Das ist so was Typisches. Was heißt das? Das systemische Coaching leitet sich ab aus der systemischen Therapie, systemische Familientherapie. Das ist mittlerweile auch ein anerkanntes therapeutisches Verfahren. Und wir teilen uns quasi die gleichen Hintergrundmodelle, die gleichen Methoden und Interventionen. Wir arbeiten nur mit unterschiedlichen Zielgruppen. Stellt sich die Frage, wann bin ich eigentlich welche Zielgruppe? Also wann sollte ich zu einem Coach und wann ist es vielleicht eher ein Thema, mit dem ich zu einem Psychotherapeuten gehen sollte? Ja. Die Trennlinie ist, dass Menschen mit einer psychopathologischen Erkrankung immer, ohne Ausnahme, zu einem Psychotherapeuten oder zu einer Psychotherapeutin gehören. Und wir Coaches arbeiten mit gesunden Menschen, die einfach ein temporäres Anliegen haben, bei dem sie begleitet werden wollen. Und sind auch schneller darin, oder? Wir sind auch schneller darin. Also man sagt, im Durchschnitt ist die Dauer eines Coachings für ein spezifisches Anliegen 1 bis 3 Sitzungen. Okay, und bei Psychotherapeuten sind es mehrere Dutzend 10, 20, Sitzungen 50, oder sowas. Ja. Es gibt auch noch eine andere Ausbildung, nämlich in neurolinguistischem Programmieren, NLP abgekürzt. Das haben auch einige Coaches. Was hat das für eine Bedeutung? Also erstmal ist es ein Zungenbrecher, dann bedeutet es übersetzt, das Linguistisch steht dafür, dass man mit Hilfe von Sprache Prozesse im Gehirn durch systematische Handlungsaufforderungen programmieren kann. Das ist ein gut funktionierender Coaching-Ansatz, kommt aus Amerika, 60er, 70er Jahre entstanden. Aber das NLP umweht so der Hauch von Manipulation, weil es häufig im Vertriebskontext angewendet wurde, um Verkäufer zu schulen, besser zu verkaufen. Wenn ich jetzt privat bei irgendwas nicht weiterkomme und mir denke, ach, sollte ich vielleicht mal einen neuen Job anfangen? Ist die Partnerin die richtige? Lauter solche Fragen. Gehe ich dann zu einem Coach und der sagt mir's? Nein, weil es gibt einen großen Unterschied zwischen Beratung und Coaching. Was wir nicht machen im Coaching, ist jemandem anderes sagen, welche Partnerin oder welchen Partner er zu wählen hat, weil woher sollen wir wissen, was für diesen Menschen das Richtige ist? Wir helfen über gesteuerte, geleitete Selbstreflexion, Fragen, Intervention, dass er oder sie das selber rausfindet, ob die Partnerin die richtige ist. Könnte jetzt aber auch ein Freund machen. Das könnte auch ein Freund begleiten, aber ein Freund ist natürlich nicht darin geschult, genau die richtigen Fragen zur richtigen Zeit, genau die richtige Intervention, die die Tür öffnet, hinter der sich die Antwort dann verbirgt. Wer jetzt selbst vielleicht Coach werden will, auch zum Beispiel im Nebenberuf, was sollte der mitbringen? Der sollte verschiedene Sozialkompetenzen mitbringen. Also Empathiefähigkeit zum Beispiel wäre nicht schlecht. Ich glaube, ein Narzisst wäre ein schlechter Coach. Der sollte gut zuhören können. Der sollte die Bereitschaft haben, sich selbst zu reflektieren, seine Arbeit eben im Zweifelsfall auch überprüfen zu lassen. Alles, was es an Fachkompetenzen, Methodenkompetenzen braucht, die lernt er ja dann in der Ausbildung. Einschätzungen vom systemischen Coach Susanne Henkel. Danke für das Gespräch. Sehr gerne. Also, wer einen Coach sucht, sollte dessen Ausbildung sich anschauen, auch ob er in einem Berufsverband drin ist. Und wichtig, der Coach hilft einem eben bei der Selbstreflexion, öffnet neue Horizonte, aber er gibt eher selten Ratschläge. Richtungsentscheidungen muss der Klient dann immer noch selber treffen.